just tell a few words about yourself, what you're doing, what is your lifestyle. All Und erzähl uns erstmal ein bisschen über dich selbst. Einfach, was du tust, was ist dein Lebensstil? Einfach, berichte ein bisschen. And please have some breaks so Margarita could translate you. Okay, all right. So first of all, hi everyone. Thanks for having me on this webinar. Really glad to be here. Also erstmal natürlich vielen Dank, dass ich hier heute bei diesem Webinar dabei sein kann. Ich bin glücklich, heute hier zu sein. Yeah. My name is Ivan. I'm 24 years old and my job is a data scientist. So my job requires me spending like many hours in front of the screen every day. Also ich bin 24 Jahre alt und ich bin Datenwissenschaftler und das bedeutet, dass ich einfach viele Stunden am Computer verbringen muss. Yeah. It definitely has some bad impact on my vision. And now I'm myopic, and I have around -5 for both eyes. It will be my next question. Yeah, okay. Und das hatte natürlich, diese vielen Stunden vor dem PC hatten natürlich eine schlechte Auswirkung auf meine Sehkraft. Actually, So, you know, our interview is a little bit spontaneous. We didn't have any rehearsal. so dass also seine Sehstärke beträgt jetzt -5 und Fedor sagte gleich, wäre die nächste Frage gewesen. Yeah. Also Sie haben das Interview nicht vorher geprobt, das ist sehr spontan heute. And although we have known each other for maybe about half of a year, I guess, but we actually meet live just 1 month ago. Und auch wenn wir uns schon seit ungefähr einem halben Jahr kennen, sind wir uns erstmal wirklich live und persönlich vor einem Monat begegnet. Yeah. So, why could Ivan's case could be interesting for you? Because Ivan actually had -5. Also warum ist jetzt der Fall von Ivan so interessant für euch? Also denn Ivan hatte eine Dioptrienzahl von -5. Yeah. And before he came here. Bevor er hierher gekommen ist, zu mir. Yeah. But the question is, how were your eye problems developing during your life? How did you come to this problem? You definitely didn't wake up in the morning and realize that you cannot see and it's -5, of course. How was it developing? Also wie hat sich das entwickelt mit der Sehkraft? Denn wahrscheinlich bist du nicht einfach eines Morgens aufgewacht und plötzlich hattest du eine Dioptrienzahl von -5. Wie ist das passiert? I suppose that the first moment in my life when my vision started to drop, it was I was a school child. I was around maybe 13 years old. Also als meine Augen sich das erste Mal verschlechtert hatten, da war ich noch ein Schulkind, da war ich ungefähr 13 Jahre alt. So I read a lot and I usually read with bad lighting in very wrong pose und ich habe sehr viel gelesen und ich habe das auch unter sehr schlechten Lichtverhältnissen gemacht und auch mit einer schlechten Haltung. Yeah, I mean, I didn't know where to stop. I did it really. I did it too much. I could spend like the whole day reading. Sometimes I read at nights. So my eyes, they were very under very strong pressure from that. Also meine Augen, die standen da unter sehr starkem Druck, denn ich konnte einfach nicht aufhören und ich habe manchmal die ganze Nacht durchgelesen. Also ich habe einfach keine Pausen gemacht und das war sehr anstrengend für die Augen. Yeah, and after that, at high school, the problem even got worse. And when I graduated from high school, I already had around -5 or so. Und dann natürlich, als ich dann in der weiterführenden Schule war, wurde es auch dann immer schlechter. Und als ich dann den Abschluss von der Highschool, also von der Schule gemacht habe, da hatte ich schon auch eine Dioptrienzahl von -5. So you could
you could be surprised. Why did I invite Ivan to our today's webinar if the webinar has a topic, how long should it take to improve vision? Also du könntest jetzt dich vielleicht fragen, okay, warum habe ich gerade Ivan heute eingeladen zu unserem Webinar, wenn die Frage doch lautet, wie lange braucht es, um meine Sehkraft zu verbessern? But my answer is obvious. The Ivan's case is very typical for myopic people. Aber die Antwort ist auch eine sehr einfache und offensichtliche, denn Ivans Fall ist für kurzsichtige Menschen, also für Kurzsichtigkeit, sehr typisch. Yeah. So just share in the chart how many of you, if you are one of them, if you are suffering from working on PC, if it has a huge impact on how bad you can see, if you read with bad lighting, or if you spend hours in incorrect posture, with incorrect posture. Also schreibt das gerne mal in den Chat, wenn das euch betrifft, wenn ihr unter dem Druck leidet, tatsächlich viele Stunden am PC sitzen zu müssen und wenn ihr vielleicht das auch mit schlechten Haltungsbedingungen macht. Yeah, please share. Also teilt das gerne im Chat. I'm sure that there are many people. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es da einige Menschen gibt. So, when we look through the Ivan's results that he has achieved while training with Vision Academy for the whole month, we will have a look at his typical routines. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wie Ivan jetzt auch während diesem Monat mit der Vision Academy trainiert hat, dann schauen wir uns auch an, was so seine typischen Übungsabläufe waren. And it will give you the idea what you should do. Und das gibt dir vielleicht auch eine bessere Idee davon, von dem, was du auch tun könntest. Yeah. So, the next question for you. So, when you started, what line could you see and at which distance? Also, Ivan, als du begonnen hast, mit welcher Zeile konntest du auf der Seetafel lesen, als ohne Brille natürlich? Well, when we started, I could read just the first row, so the first letter actually, and we made measures from the shortened distance. It was around 2 meters. Also als ich begonnen habe mit dem Training, konnte ich wirklich nur den obersten Buchstaben sehen und wir hatten schon etwas die Entfernung verkürzt. Also nicht die 2,8 Meter, sondern wir hatten auf 2 Meter runtergekürzt. What other problems did you also experience with the eyes? Because we did some tests. Und welche anderen Verschlechterungen hattest du auch noch mit den Augen gehabt? Denn wir haben ja noch weitere Tests auch durchgeführt. Yeah, while we do some tests on my vision, we also found out that I have a problem, which is that my eyes wouldn't converge on a huge distance. For example, if I look at some object that is around like 2 meters from me or 3 meters from me, it might be okay or so. But with a longer distance, my eyes, they just couldn't look at one point. They would look into, different points. They won't focus. That was the problem. Also wir haben auch herausgefunden, dass meine Augen nicht gut konvergieren konnten. Das bedeutet also, auf eine Entfernung von 2 bis 3 Meter konnten die Augen gut auf einen Punkt konvergieren, also einen Punkt fokussieren. Aber wenn es darüber hinausging, die weitere Entfernung, das war dann nicht möglich. Yeah, and this is very important for understanding. So we also had a webinar where we tested the different parameters of the vision last week, I guess. Das ist sehr wichtig zu verstehen, denn wir hatten ja auch neulich ein Webinar, in dem wir die verschiedenen Parameter des Sehens und des guten Sehens getestet haben. Yeah, and
healthy vision is not just the eyesight. You see, the eyesight is just the result of different other parameters of the vision that should be measured. Denn das gesunde Sehen, besteht nicht nur aus der Sehschärfe. Das sind verschiedene Parameter, die zusammen miteinander spielen, so dass ein gutes Sehen entstehen kann. And for myopic, Ivan, you could experience that when we tested your convergence, there were just 5 balls, and you couldn't see the third ball. Yes. Yeah, that's true. And we did the test. Not at the distance of 5 meters. We did it at a very short distance, 2 meters. Und wir haben das tatsächlich ausprobiert. Wir haben sozusagen ein Seil gespannt mit verschiedenen Kugeln drauf und Ivan konnte sozusagen die dritte Kugel schon nicht mehr richtig sehen. Das heißt, wir haben gar nicht die ganz große Entfernung getestet von 5 Metern, sondern wirklich nur 2 bis 3 Meter. Yeah, that's right. And actually, about a couple hours ago, we did the same tests with the same equipment, and I was able to see the fifth ball, and the distance was even larger than when we started. So the ability of my eyes to converge, it definitely improved for this month. Und ja, das ist richtig. Wir haben tatsächlich denselben Test heute nochmal gemacht. Das heißt also mit demselben Seil und dieselbe Entfernung. Und heute konnte ich sozusagen die 5. Kugel auf diesem Seil sehen. Das heißt also, die Augen haben jetzt viel besser gelernt, diese Konvergenz herzustellen. And let me repeat, this is very typical for when there is the problem with the eyes, they stop converging correctly. Und das ist wirklich, ich möchte das gerne nochmal betonen, das ist wirklich sehr typisch für Kurzsichtigkeit, dass eben die Augen diese Konvergenz, dieses Zusammenspiel verlernen. And let me also ask you the question that is, I think, most important for those who are watching us. After a month of practice, what results can you notice at the moment? What have you achieved after a month of practice? Und jetzt lass mich noch die Frage stellen, die jetzt wahrscheinlich die wichtigste ist und die alle gerne wissen wollen. Nach einem Monat Training, welche Ergebnisse konntest du nach dem 1 Monat Training erzielen? Yeah, well, first of all, my measures really improved for this month, because when we started, I could see only the first row from around 2 meters. Now I can see the third row from the same distance, or I can see the second row, but from 2 meters, 80 centimeters. So it's definitely an improvement in terms of this standard table. Also meine Sehkraft hat sich sehr verbessert. Wie ich schon gesagt hatte, am Anfang konnte ich nur den obersten Buchstaben aus 2 Meter Entfernung erkennen. Und jetzt nach dem Monat kann ich die 3. Reihe aus 2 Meter Entfernung lesen oder die 2. Reihe aus der 2,80 Meter Entfernung, was eigentlich die korrekte Entfernung für diese spezielle Sehtafel ist. But this is very tough results, you see. But what else can you also say? Yeah, das sind ganz harte, messbare Werte. Was hat sich noch verbessert? Yeah, I would say that we also achieved the second group of results, which is like impermanent flashes of very clear vision. So, for example, I could see the third row during our training, and after that we did several exercises to relax my eye muscles, and after that, maybe for 3-4 seconds, instantly I could jump from the third row to the 7th row. So it was like a flash of very clear vision, and it wasn't the only one, because we did another bunch of exercises, and we measured what's the maximal distance from which I could read a book, and this distance increased twice, like from 30 centimeters to maybe around 60 or so.
Ja, also was sich tatsächlich noch verbessert hat, das sind zum Beispiel diese Momente des totalen Klarsehens, also das, was man so als Clear Flashes bezeichnet. Das heißt, ich konnte tatsächlich die dritte Reihe sehen und dann haben wir ein paar Entspannungsübungen gemacht, dann noch ein paar Entspannungsübungen und dann konnte ich tatsächlich von der dritten auf die siebte Zeile springen. Und das hat dann immer für ein paar Sekunden angedauert und diese Sekunden wurden auch immer länger. Und wir haben dann auch gemessen. Am Anfang konnte ich nur ein Buch mit einer Entfernung von 30 Zentimeter lesen und jetzt sind es schon 60 Zentimeter. Also wirklich messbare Veränderungen. So this is very exciting and inspiring, to be honest. And for me, it also was unexpectedly very pleasant news. Also das sind für mich wirklich sehr erfreuliche Neuigkeiten und ich finde das auch sehr anregend und inspirierend natürlich, das zu erfahren. Because when we arranged your personal training before you came here to Montenegro, we actually, my focus was that you will see better for just one line or maybe two lines, that's maximum. Denn als wir den Aufenthalt geplant hatten von Ivan, war meine Erwartung, dass ich gedacht habe, okay, nach einem Monat kann er vielleicht eine oder zwei Linien besser sehen. Aber das hat auch meine Erwartungen übertroffen. That's actually what happened, but that's actually happened what I focused. Und es ist wirklich darüber hinausgeschossen, was ich erwartet habe, ja. But the unexpected improvement were these flashes of clarity, almost to 90% vision. Aber das, was mich wirklich überrascht hatte, ist, dass diese klaren Momente, diese klaren Blitze tatsächlich eine fast 90-prozentige Wiederherstellung der Sehkraft ermöglicht haben. Yeah, and what also was very pleasant for me to achieve together with you, that you've learned how to relax your ciliary muscle, isn't it? Yeah. Und was auch noch wirklich sehr erstaunlich ist, was Ivan erreichen konnte, ist, dass er wirklich lernen konnte, seinen Ziliarmuskel zu entspannen. So here at the webinar, there are my students from Vision Academy, for example, Lisa Ramini. I can see other students like let me have a look. Birgitta, Elke, and others. And together with you, we discussed how important focus and unfocus exercise is. Und ich sehe ja auch einige Mitglieder hier von der Vision Academy und wir haben ja schon bereits darüber gesprochen, wie wichtig diese Übung des Fokussierens und Defokussierens wieder ist. My students of Vision Academy, please share in the chart that you're here. Die Schüler der Vision Academy, hey, bitte schreibt mal in den Chat, dass ihr da seid. Klaus, I can see you. So, this is the good example how important focus and unfocus exercise is. Und das zeigt uns, wie wichtig diese Übung des Fokussierens und Fokus wieder loslassens ist. So, Ivan, could you tell us more about how did you learn to relax your ciliary muscle and do focus and unfocus? Ivan, vielleicht kannst du uns noch mal erklären, wie du das gelernt hast, den Ziliarmuskel zu entspannen und diese Übung des Fokussierens und Defokussierens, also des Fokus wieder loslassens, wie du das gelernt hast. All right, so let's bring the question into two parts. The first one is how I learned to do this, and I would say it was kind of intuitive. So I didn't have any algorithm, any
vision of how to do it. I just tried to do this exercise, and somehow intuitively, iteration after iteration, I just got better and better in it. And at one point, I realized that, well, okay, my muscles, my brain, my muscles, they now know how to do it. That's the first part. Also vielleicht sollten wir die Frage in zwei Teile teilen, denn das eine ist, wie habe ich das gelernt? Und tatsächlich habe ich das einfach immer wieder versucht und einfach intuitiv ausprobiert. Und nachdem ich das immer wieder gemacht habe, hat tatsächlich mein Gehirn einfach gelernt, wie das funktioniert. Also das war schon mal der erste Teil der Frage. Yeah, and the second part is how it works for me. Well, I just look at this standard table for vision measures, and I understand that now normally, well, my border is, for example, the third row, and then I just start to relax my ciliary muscle. I just try to unfocus, and after some time, I can see lower rows. So maybe fifth row when I'm unfocused. So it's from third to fifth row. Also, und der zweite Teil der Frage ist natürlich, also ich kann jetzt die dritte Reihe lesen und dann kann ich einfach entspannen und den Ziliarmuskel weiter entspannen und dieses Fokussieren, Defokussieren machen und ich komme dann auf die fünfte Zeile. Thank you. But how do you think? Why did it become possible for you to do this? Why didn't you do this? Why hadn't you done it before you come here to Montenegro? Aber erzähl uns vielleicht darüber, wie das für dich möglich geworden ist und warum es nicht möglich für dich war, das zu erreichen, bevor du hierher gekommen bist nach Montenegro. Well, actually, I didn't have a very clear vision of my problem. I mean, I understood that I was myopic, right? But I didn't know what exact exercises I should do, what exact exercises I should focus on. That's why all my attempts to improve vision myself, it was kind of very unsystematic, and all my effort, it was spread across maybe tens of different exercises. I didn't know where to focus, and it just didn't. It just wasn't in my attention span. That, well, I have to focus on that. I have to practice relaxing ciliary muscles. I just didn't know that. Didn't know how to focus on that. Also ich glaube, bevor ich hier gekommen bin, wusste ich natürlich, dass ich nicht gut sehen kann, dass ich kurzsichtig bin, aber ich wusste nicht wirklich genau, wo meine Probleme liegen. Und ich hatte eine Bandbreite zwar von ungefähr 10 Übungen, die ich aber sehr unsystematisch natürlich durchgeführt habe, so dass ich da keine großen Erfolge hatte mit den Übungen, die ich alleine durchgeführt hatte. Und dadurch, dass ich sozusagen dann ich wusste nicht, worauf ich mich fokussieren sollte und eben zum Beispiel dieses Fokussieren und Unfokussieren, kannte ich nicht und habe so tatsächlich eben auf eine systematische Art und Weise gelernt, wie ich trainieren kann. So, if we sum up a little bit what we have just told our audience. Also, wenn ich das nochmal zusammenfassen kann jetzt, was wir gerade jetzt unseren Zuschauern mitgeteilt haben. So, before you had come here to Montenegro to practice live, you used to have -5. Also, bevor du hierher gekommen bist nach Montenegro, du hattest also eine Dioptrienzahl von -5. You could hardly see the first line at the distance of even 2 meters. Und du konntest also die oberste Linie nicht lesen mit einer Entfernung von 2 Metern. And after a month of practice, you moved from one line to the second line. Und nach einem Monat Übung konntest du jetzt die zweite Linie sehen. But from the distance 2 meters and 80 centimeters, correct? Und zwar von einer Entfernung von 2,80 Meter. And you also
got flashes of clarity vision with focus and unfocus skill that allow you to see the lower lines, but for some time. Und du hast außerdem tatsächlich diese Momente der Klarheit bekommen, die dir erlaubt haben, für eine gewisse Zeit dann eine Linie zu sehen, die auf der 7. Linie war. The reasons why you have come here were unsystematic and chaotic approach to vision improvement, yes? Und der Grund, warum du hierher gekommen bist, war, dass du sozusagen einen unsystematischen und vielleicht etwas chaotische Herangehensweise an die Verbesserung deiner Sehkraft hattest. Yeah. If you have the same approach, you could understand that why you still have eye problems. If your approach to this problem is chaotic and not systematic. Und du kannst das vielleicht nachvollziehen, wenn du jetzt hier bist und vielleicht noch keine Verbesserung erzielt hast, dass vielleicht deine Herangehensweise auch etwas chaotisch und wenig systematisch ist auf dem Weg zur Verbesserung deiner Sehkraft. There is also the question for you. You also came here to get some routines. Instead of a mess in your mind, you would like. You want it, and you still want, I guess, to have a clear understanding what you should do in the morning, what you should do in the afternoon, what you should do in the evening, what you should do during the week. Und du bist ja natürlich auch hierher gekommen, weil du einfach auch ein paar klare Anweisungen haben wolltest und Routinen, die du in deinen Alltag integrieren kannst. Dass du weißt, was kannst du am Morgen machen, was kannst du mittags machen, was kannst du abends machen und was kannst du einfach über die ganze Woche verteilt auch machen. Yeah. Did you get it? Did you get such a vision? And it's very spontaneous at the moment. This is your exam now. I will examine you now, because we are finalizing our training, and I would like to ask you what you will do when you leave Montenegro, so you can give your the very honest answers. Und das ist jetzt natürlich sehr spontan, aber ich gehe davon aus, dass du diese Routinen und diese Anweisungen, diese Systematiken natürlich jetzt in diesem Monat bekommen hast. Und jetzt natürlich hier live machen wir sozusagen die Abschlussprüfung. Das ist jetzt sehr spontan. Und du kannst natürlich ganz natürlich aus dem Bauch heraus antworten, denn ich werde dich jetzt untersuchen. And for you, my dear friends, please make notes, because Ivan will say it not very quick. We will ask him to stop. Und für euch, ihr Zuschauer, ich bitte euch darum, dass ihr euch Notizen macht, denn natürlich wird er das sehr schnell alles berichten. Mhm. All right, so first of all, my eyeballs, they have a specific form and they are longer than they should be to have a perfect focus distance. And that's why I need to wear glasses with positive dioptries to correct the length of my eyeballs. This is this one, yes? Also als erstes Mal natürlich mein Augapfel ist etwas verlängert und das erlaubt mir nicht wirklich klar und scharf zu sehen. Und so werde ich jetzt natürlich eine Brille tragen mit einer gegenteiligen Dioptrienzahl, die ich jetzt hier auch habe, die das wiederherstellen wird, dass sich der Augapfel wieder verkürzen wird. To see far and several hours a day, Yeah, and I'll definitely try to look maybe at the mountains or just in the window, just to train my ability to see objects that are far from me with these glasses. Und mit dieser Brille werde ich natürlich auch sehr viel in die Ferne schauen, also vielleicht auf die Berge und in die weite Entfernung, so dass ich meine Augen wieder trainieren, in die Ferne und in die Weite zu schauen. Yeah. My second problem is that it was hard for me to relax my eyes
sometimes they were very spasmed. And to fix this, I will practice palming every day. I will organize it like a break, maybe around midday or so. I will take a break from my work, from my studies, and I'll do palming every day in the middle of the day and before I go to sleep. Und das zweite Problem, was ich hatte, ist, dass meine Augen sehr verkrampft sind. Also die waren also sehr angespannt sind oder waren und sind. Und das kann ich lösen, indem ich das Palmieren übe. Und zwar am besten mittags und abends. Und ich werde das als eine Art Pause von meinem Job und von meinen Studien machen, sodass ich wirklich auch genügend Zeit habe, das Palmieren durchzuführen. Yeah. I'll also continue training of my accommodation. So I will read a book from the maximal distance, which is possible for me just to recognize letters. And it will help my cellular muscles to focus. Und als nächstes werde ich natürlich auch meine Akkommodation trainieren. Das heißt, ich werde das meditative Lesen üben. Das bedeutet, ich lese ein Buch auf die maximale Distanz, so dass mein Ziliarmuskel wieder lernt zu fokussieren. I'll also continue my training of convergence. I will continue those exercises with these small balls, so that my eyes can focus at one point at the larger distance. Und ich werde auch weiterhin die Konvergenz trainieren. Das bedeutet, ich werde also diese Übung mit der Schnur durchführen, dass sich meine Augen auch wieder trainieren können auf eine größere Entfernung, dass die Augen sich auf einen Punkt konzentrieren können. Yeah, and I'll also do Qigong practice. Qigong practice, maybe twice or 3 times per week, because it could help my blood to float around my body faster and better. Und natürlich werde ich auch Qigong üben, denn das wird meinem Körper helfen, die Blutzirkulation zu verbessern. Und das werde ich bestimmt 2 bis 3 Mal pro Woche üben. Yeah, and the last but not the least is the importance of healthy sleep, because now I still have some problems with it, and to get a better sleep I won't use any gadgets at least 1 hour before I go to bed, and I'll also practice yoga maybe twice or 3 times per week, just to get more relaxed before I go to bed and to sleep good. Und ja, nicht zuletzt ist das dann natürlich auch noch das Thema mit dem Schlafen. Das heißt, um mehr Entspannung zu bekommen. Und das fällt mir noch nicht so ganz leicht. Also ich bin noch da dran. Ich versuche also dann 2 bis 3 Mal für die Woche Yoga zu machen, um eine bessere Schlafroutine zu entwickeln. Und ich werde auch keine Bildschirme nutzen, ungefähr 1 Stunde bevor ich zu Bett gehe. Yeah, and maybe one more thing is eye massage, but not every day, not every week, but in courses. So it's like 1 course in month maybe, or 1.5 month or so. Und das natürlich, dann werde ich auch noch diese Akupressur-Augenmassage durchführen, aber das vielleicht nicht so häufig, also vielleicht das nur einmal im Monat. Yeah. Yeah, the exam is passed. Ich glaube, er hat die Prüfung bestanden. Although I have still some corrections. Obwohl ich immer noch ein paar Verbesserungen habe. First of all, I would like to remind you that you should also integrate healthy visual behavior in your daily lifestyle. Oh, denn ich möchte da gerne noch anmerken, dass es auch natürlich wichtig ist, ein gesundes Sehverhalten in deinen Alltag zu integrieren als Lebensstil. This is the fundamental basis on which you can build up the
vision improvement. Without this basic thing, which is the healthy visual behavior, it's not possible to improve vision. Denn das ist wirklich die Basis, um die Sehkraft wirklich zu verbessern. Denn ohne das gesunde Sehverhalten ist es nicht möglich, die Sehkraft dauerhaft zu verbessern. Some of the habits you already mentioned. Healthy sleep is the fundamental habit. Also ein paar von diesen gesunden Gewohnheiten hast du schon erwähnt. Zum Beispiel das gesunde Schlafen. Das ist wirklich eine grundlegende gute Gewohnheit. And sometimes for this guy, good sleeping is a nightmare. Und manchmal für ihn ist es wohl sehr schwierig für ihn, einfach gut zu schlafen. Can you imagine that this guy missed 2 lessons? Yeah, because he was sleeping this at 3 p.m. Könnt ihr euch vorstellen, dass Ivan 2 Stunden verpasst hat, weil er erst um 3 Uhr nachts ins Bett gegangen ist? And 2 times I was waiting for him in the forest. Und 2-mal habe ich auf ihn gewartet, sogar im Wald. Me waiting for him in the forest for an hour and he was sleeping. Ich hab auf ihn im Wald gewartet und er hat geschlafen. 3 p.m. Er ist um 3 Uhr nachmittags war das. Yeah, unbelievable. But still, in a part of this problem, he is brilliant. He's a very disciplined student. Also, aber abgesehen von dieser Problematik ist er wirklich ein brillanter, ein toller, disziplinierter Schüler. But this sleeping problem, it's a miracle. Aber das Thema mit dem Schlafen, das ist wirklich unglaublich. Yeah. First, I was thinking that it was just, like acclimatization. So he was getting used to the climate. But when he slept the second time, after 1 more week, I made a conclusion that it was not about getting used to the climate. Am Anfang habe ich natürlich gedacht, das ist bestimmt nur wegen dem Klima oder dass er sich hier dran gewöhnen muss. Aber als er das 2. Mal so verschlafen hatte, da habe ich gedacht, das kann jetzt nicht nur am Klima liegen. Yeah, and wearing glasses. Tell us more about wearing glasses, because we didn't mention this habit. You mentioned the opposite dioptries, but this is very complicated for our audience because they just don't understand what it is. Tell us more about how you managed to go without normal glasses. You had -5, right? How did you manage to go without glasses? How did you manage to work on PC without glasses? Tell us more about this. Kommen wir nochmal zum Thema Brille. Also, wie hast du es geschafft, jetzt ohne Brille zurechtzukommen? Also, du hast ja eine Dioptrienzahl von -5. Ich weiß, wir haben vorhin über die gegenteilige Dioptrienzahl gesprochen. Das Thema wollen wir jetzt nicht nochmal genauer beleuchten, denn das ist natürlich ein bisschen zu viel vielleicht jetzt hier für dieses Webinar. Aber wie hast du es geschafft, einfach auch am PC zu arbeiten, ohne Brille? Glasses with little holes in them. Lochbrille. Ich habe das mit einer Lochbrille gemacht, also diese schwarzen Plastikbrillen mit kleinen Löchern drin. How did you use it? Well, I just tried wearing those glasses, and first of all, I realized that with these glasses I also can see several rows more than my normal level. And after that, I also tried working on PC in these glasses, and I realized that I can put my laptop just on the table, and it will be comfortable for me. Without those glasses, I could only work staring at the screen like this.
Also ich habe diese Brille sehr viel genutzt, weil ich habe festgestellt, dass ich, wenn ich diese Brille trage, auch ein paar Zahlen in dieser Sehtafel ein paar Zahlen tiefer sehen kann. Und ich habe dann auch ausprobiert und habe gesehen, dass wenn ich mit dieser Brille auftrage, dann kann ich ganz normal am Laptop arbeiten. Und wenn ich diese Brille nicht tragen würde, dann würde ich quasi müsste ich 20 Zentimeter nah am Laptop sitzen oder am PC. Thank you, Ivan. Let me clarify you something about these glasses. Ich möchte gerne noch etwas über die Lochbrillen So these glasses erzählen. is not the eye training glasses. They are not training the eyes. Also das ist keine Brille, die die Augen trainiert. Also das ist kein Training für die Augen. They help to wear no normal glasses anymore, or wear them very short time. Aber sie erlauben dir einfach durch diese Technik mit den Löchern, dass du deine normale Brille einfach viel weniger trägst oder dass du das Tragen deiner normalen Brille auf ein Minimum reduzierst. They make you independent on the normal glasses. That's their goal. Also das Ziel von diesen Brillen ist, dass sie dich unabhängig machen von deinen normalen And let me Brillen. clarify something about these glasses. Und lass mich jetzt doch noch etwas erklären über diese Brille. This is plus 0.5. Diese Brille hat eine Dioptrienzahl von plus 0,25. We call this method wearing opposite dioptries. Und wir nennen diese Methode das Tragen von gegenteiligen Dioptrien. And we recommend to wear opposite dioptries for those who have optical changes of their eyeballs. Und wir empfehlen denjenigen, diese gegenteiligen Dioptrien zu tragen, die optische Veränderungen in ihren Augäpfeln haben. For example, Ivan did the research of his eyeballs and found out that his eyeballs is longer than a norm for almost 1 millimeter. Yes? Even more. It was about 2.3 millimeters. I think. 2.3 millimeters. Yes. Also Ivan hat sich untersuchen lassen und diese Untersuchung ergab, dass sein Augapfel 2,3 Millimeter länger ist als der normale Augapfel. So the normal eyeball should be within 24 millimeters, but the Ivan's eyeball is 26.5 for each eye. Also ein normaler Augapfel ist 24 Millimeter lang, aber Ivans Augapfel ist 26,3 Millimeter lang. The research is called optical biometry or ultrasound research of the eyes. Both are relevant. Also diese Untersuchung nennt sich optische Biometrie oder es kann auch per Ultraschall gemacht werden. Each half of a millimeter causes one dioptry. So his myopia, -5, is completely optical myopia. Also und jeder halbe Millimeter mehr an Verlängerung ist eine Dioptrie mehr. Also seine Dioptrienzahl war fast ausschließlich eine optische Myopie, optische Kurzsichtigkeit. So what does it mean? It means that his eyeball is longer than the normal. Das bedeutet, dass sein Augapfel etwas verlängert ist als der normale Augapfel. And it's not possible to correct it just with the exercises. Und es ist nicht möglich, das zu korrigieren, einfach nur mit den Übungen. So to stimulate the eyeball to normalize its shape, we recommend to wear opposite dioptries, but to see far, not to see near, but to see far. Und wir empfehlen, um den Augapfel wieder zu stimulieren, dass er wieder in seine ursprüngliche Form zurückkehrt, eine gegenteilige Dioptrie zu tragen, und zwar aber nicht, um damit in die Nähe zu schauen, sondern um damit wirklich in die Ferne zu schauen. Yeah. There is the same approach, but the opposite one.
if you have optical farsightedness, if your eyeball is shorter than the norm, for example, 21 millimeter. Und das trifft natürlich auch zu, wenn du zum Beispiel weitsichtig bist und dein Augapfel etwas verkürzt ist und dein Augapfel vielleicht eine Größe von 21 Millimeter nur hat. Yeah. We have the lady from Belgium who has confirmed with her researchers that she has normalized her eyeball for 2 millimeters for about 2 years. Und wir haben tatsächlich die Bestätigung von einer Dame aus Belgien, die die Untersuchung auch gemacht hat, die die Größe ihres Augapfels wieder korrigiert hat über 2 Jahre hinweg. So using this approach. So we will also give you this interview, and you will also have a lot of interesting facts about this approach. Also das ist eben die Herangehensweise. Wir werden auch mit ihr bald ein Interview führen und dann hast du auch noch mal mehr Informationen zu diesem Ansatz. But in addition to that, Ivan said that he will also train his accommodation to extend the abilities of the ciliary muscle. So the ciliary muscle could change the shape of the lens more than it can at the moment. And it will also compensate the eyeball shape and give more results when he sees far. Aber Ivan wird natürlich auch weiterhin seinen Ziliarmuskel trainieren, um eben diesen verlängerten Augapfel zu kompensieren, so dass eben seine Linse noch sich weiter strecken kann und er dann besser in die Ferne sehen kann. Yeah. So we have a question for you. Did Ivan work during the month of practice, or was it a holiday course? Wir haben eine Frage. Hat Ivan während dieser Zeit, während diesem Monat auch gearbeitet oder war das wirklich ein Ferienkurs? No, that wasn't definitely a holiday. I worked, and I would even say that this month was really hard in terms of my work and my goals, my plans. It was really hard month. So if you want to practice and improve your vision, it doesn't mean that it's necessary for you to just put your life on a pause and devote all your time only for the training. It's definitely not so. So it can be combined with your normal life, your work, studies, and so on and so forth. And holidays. And sometimes maybe holidays, yeah. Also das war ganz sicher kein Ferien- und kein Urlaubskurs. Ich habe auch gearbeitet und es war eine sehr anstrengende Phase auch, gerade was ich an Zielen auch auf der Arbeitsebene hatte. Also das bedeutet, man kann wirklich seine Ziele mit dem Sehtraining erreichen, auch wenn man dabei arbeitet. Also man muss nicht unbedingt nur jetzt Ferien machen, um sich dem Sehen zu konzentrieren. I have the very last question, and we will let you go today. Ich habe noch eine letzte. For being late. Ich habe noch eine letzte Frage, bevor wir Schluss machen, ja? But could you wait for me so I could wait you in the forest tomorrow as well? Würdest du auch morgen auf mich im Wald warten? In case you'll be sleeping during our final lesson tomorrow. Falls du morgen deine letzte Stunde auch dann noch verschläfst. Okay, the very last question. Very easy one. I have actually two, but I will combine them. Could you tell us more? What did you do during this month, just briefly, and maybe your wishes and your
recommendations for those who are like you now and they are puzzled what they should do, where they shouldn't, what they should focus on? Should they also come to Montenegro, or they could come to the workshop or live workshop, or do the online course? What would you recommend? Is it important how you practice, in which format, or it's important to focus on something else? Just briefly, what did you do during this month? How much you practice during the day? And your wishes and recommendations for our audience. That's it. Ich habe natürlich noch eine Frage. Naja, eigentlich sind es zwei Fragen. Eine Frage ist, okay, was hast du in der Zeit jetzt hier in diesem Monat getan? Und das andere ist tatsächlich, welche Empfehlung würdest du aussprechen für die Leute, die jetzt hier sind? Wie sollten sie trainieren? Sollten sie zu einem Workshop kommen oder monatlich, oder wie sollten sie das einfach anstellen? Okay, so, well, for the last month, we practiced about 3 hours, Monday to Friday. So we made our focus on training accommodation, the ability of eyes to diverge, and my ability to unfocus my eyes and to relax my eyes. I'd say that were the main things that we practiced. Also wir haben 3 Stunden pro Tag geübt, Montag bis Freitag, und die Hauptschwerpunkte waren die Akkommodation, das Fokussieren und Defokussieren und auch die Konvergenz. Yeah, and I can definitely say that this month it accelerated my progress, because before that maybe I did some progress, but it was really slow, and I can say that for this month I achieved more than for the last half a year maybe. Und dieser Monat hier, der hat meine Fortschritte wirklich beschleunigt, und ich habe in diesem Monat viel mehr Fortschritte gemacht, als ich vielleicht in dem letzten halben Jahr davor gemacht habe. So I can definitely recommend to either come to Montenegro or come to some kind of workshop to practice offline, because it's just easier to perceive information, it's easier to build your strategy, it just accelerates your progress. But even if you don't have an opportunity to practice offline or practice for a long time, even so you can start just by some online training, and it will still be some step towards a better vision. I think it's definitely worth doing it. Also es ist bestimmt auf jeden Fall sehr empfehlenswert, wirklich zu einem Workshop oder zu einem Retreat zu kommen, also zu einem Live-Kurs, tatsächlich, denn es ist viel einfacher, die Informationen dort zu bekommen und einfach sich selbst oder dann eine Strategie aufzubauen, die du dann durchführen kannst. Aber klar, wenn du jetzt natürlich nicht die Möglichkeit hast, an einem Workshop oder so teilzunehmen, dann ist es natürlich auch super, zu einem Livestream-Kurs, an einem Livestream-Kurs teilzunehmen, um regelmäßig natürlich auch zu üben. So I'll be very happy to see you all live or live stream at our events. Und ich freue mich sehr, euch zu sehen, entweder live oder in einem Livestream bei unseren Events. Ivan, thank you very much for coming. Thanks for having me. Ivan, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank.